Wie wir wissen, war im Jahr 2020 so einiges anders. Wir mussten zu Hause bleiben und konnten die Welt nicht entdecken. Auch die Vorlesungen fanden online statt und die Kampagne von Cosmo X wurde virtuell umgesetzt. Doch wie gestaltet man eine Kampagne digital? Schritt 1: Finde dein Projekt. Schritt 2: Finde deine Projektleiter. Denn jede Kampagne braucht Verantwortliche. Als Projektleiter solltest du organisiert, belastbar und motiviert sein. Aber was wären Projektleiter ohne ihr Team? Wir brauchen Leute, die filmen, die Grafiken entwerfen, die sich um die Kohle kümmern, die unsere Social-Media-Kanäle betreuen, die Ideen entwickeln und wir brauchen Leute, die organisieren. Nachdem du dein Team zusammengestellt hast, legst du deine Leitidee fest. Es gibt viele Möglichkeiten, den passenden Claim zu finden. Expand your mind. Egal wo du herkommst, egal wohin du gehst, entdecke mit Cosmo X die Welt des Unbekannten und wachse über dich hinaus. Denn mit uns kannst du überall dein Zuhause finden. Mit diesem Claim kann die Umsetzung der Kampagne starten. Schritt 5: Bilde Arbeitspakete. Bei Arbeitspaketen bündelst du die Aufgaben und übergibst sie an die Teams. Die Aufgaben musst du bis zu einem bestimmten Zeitpunkt erledigen. Also ran an die Arbeit. Leider war dieses Jahr alles anders und wir mussten mehrmals umdenken. Schritt 6: Verwerfe deine Ideen. Läden dicht, Schulen geschlossen, Kontaktbeschränkungen. Das lag wohl außerhalb jeder Vorstellung, als vor knapp einem Jahr der erste Corona-Fall in Deutschland gemeldet wurde. Du erstellst Konzepte, für die du wochenlang gearbeitet hast und schmeißt sie in die Tonne. Du konzipierst einen Imagefilm, der nicht gedreht wird. Du planst einen internationalen Abend, der am Ende nicht live stattfindet. Das zerrt ganz schön an den Nerven, aber irgendwie muss es weitergehen. Schritt 7: Nutz die Krise als Chance und finde andere Wege, deine Kampagne erfolgreich umzusetzen. Leute, wir stellen alles auf digital um. Was bedeutet das? Der Kampagnenfilm wird durch einen Ist-Film ersetzt und der internationale Abend wird online veranstaltet. Als letztes folgt die Umsetzung des Events. Nach 6 Monaten freuen wir uns, euch heute beim internationalen Abend begrüßen zu dürfen. Viel Spaß bei der digitalen Veranstaltung! Und in diesem Sinne möchten wir euch herzlich willkommen heißen zum Internationalen Abend von Cosmo X. Wir sind Maria Und Colleen, die Projektleiterinnen der aktuellen Cosmo X-Kampagne. Wir sind extrem stolz und glücklich, dass wir heute den Internationalen Abend in diesem digitalen Rahmen veranstalten können. unter anderen Umständen hätten wir uns heute alle im Studio B der Hochschule Mittweida in Persona getroffen. Wir hätten euch dabei auf eine kleine Weltreise durch die Länder mitgenommen, in denen ihr ein Auslandssemester absolvieren könnt. Dazu hätte es verschiedene länderspezifische Spiele gegeben, sowie ein interkulturelles, internationales Buffet. Und unser großes Highlight wäre dann die Premiere unseres Kampagnenfilms gewesen. Nun ist ja die aktuelle Situation mit all ihren Einschränkungen auch an uns nicht vorbeigegangen, sodass ihr heute unseren Plan B oder eventuell auch Plan F genießen könnt. Wir werden euch durch ein Programm führen mit interessanten Gesprächen, filmischen Einlagen und natürlich ganz vielen Informationen zum Auslandsaufenthalt im Rahmen eures Studiums an der Hochschule Mittweida. Und im Anschluss laden wir euch zu unserer Q&A-Runde ein über Zoom. Die Zugangsdaten dafür findet ihr in der Videobeschreibung hier auf YouTube und auf unseren Social-Media-Kanälen. Genau, und wie unsere Kampagne seit Juni 2020 so im Groben abgelaufen ist, konntet ihr ja bereits in dem kleinen Einspieler sehen. Und falls ihr jetzt denkt, dass manches davon schon etwas übertrieben dargestellt wurde, muss ich euch berichtigen, denn das war für uns einfach wirklich Realität. Und ja, Maria, im Nachhinein kann man da schon drüber schmunzeln. Im Nachhinein schon, aber währenddessen war es auch nicht immer zu lachen. Richtig, aber
Nichtsdestotrotz hieß es auch für uns zusammenreißen und Woche für Woche mit dem arbeiten, was man halt so von höheren Mächten vorgesetzt bekommen hat. Auch während dieser gewöhnungsbedürftigen Zeit konnten wir uns natürlich auch jederzeit auf unsere Projektpartnerin Frau Robs-Reichenbach verlassen. Sie ist für die studentische Auslandsmobilität an der Hochschule Mittweida zuständig. Wenn ihr sozusagen mit dem Gedanken spielt, ein Auslandssemester anzutreten, sie ist da die erste Anlaufstelle. So, hallo Ulrike, wir freuen uns, dass du heute hier sein kannst. Hallo, danke, dass ich hier sein darf. Du, sag mal, Ulrike, wie bleibt denn dir jetzt eigentlich so diese CosmoX-Kampagne im Gedächtnis? Also CosmoX 2020, 2021 bleibt mir als besondere, herausfordernde Zeit in Erinnerung, weil ja ganz viel Distanz durch reines Online-Vorbereiten sozusagen Fakt war und ihr trotz alledem die halbe Welt zusammengebracht habt durch unsere Incomings, Outgoings und diese ganzen Interviews, die wir geführt haben, was mich total fasziniert hat. Und ich bin total begeistert, welches Ergebnis ihr hergezaubert habt. Das klingt schön, danke für deine Einschätzung. Und zum Glück konnten wir das Projekt dieses Mal auch wirklich sehr erfolgreich wieder gestalten. Aber so alleine als Team hätten wir das nie geschafft. Also die Unterstützung und die Zusammenarbeit von außen hin war wirklich Wahnsinn und enorm. Und an erster Stelle ist da vor allem der Cosmo Club zu nennen, der uns überhaupt erst die ganzen Kontakte zu unseren ganzen Protas ermöglicht hat. Genau, deswegen sind wir auch froh, dass wir jetzt Luise hier haben. Sie ist der stellvertretende Vorstand vom Cosmo Club und wird euch jetzt das Projekt ein bisschen näher bringen. Hi, ich bin Luise, stellvertretender Vorstand und Finanzierin vom Cosmo Club. Und ich würde euch gerne ein paar Sachen über den Cosmo Club erzählen. Wir sind eine Vereinigung von Studenten, welche Exkursionen, Events und ein paar andere Sachen plant und durchführt. Vor allem sind wir aber ein Club der Gastfreundschaft, Internationalität und Weltoffenheit, die wir auch verbreiten und unterstützen wollen. Also wir machen natürlich ein paar verschiedene Sachen, aber zuerst, falls ihr schon vielleicht ein bisschen angefixt seid und gerne mitmachen wollen würdet, könnt ihr uns per Mail erreichen oder über Instagram. Und ja, das ist auch alles unten eingeblendet. So, was machen wir jetzt eigentlich? 2019 haben wir noch ganz viele Grillabende gemacht, das ging 2020 leider nicht mehr. Aber wir hoffen, dass wir es bald wieder mit euch machen können. Dann haben wir es auch geschafft, während der Corona-Zeit ein paar Exkursionen zu machen mit der Unterstützung des Sturas. Waren wir in der Sächsischen Schweiz und in Chemnitz. Und was ich auch ganz so vermisse, wo ich hoffe, dass ich euch alle bald sehe, sind die verschiedenen Partys, die Länderabende, wo wir versuchen, den Mittweida-Studenten, den deutschen Studenten, die verschiedenen Kulturen, die unsere Studenten nach Mittweida bringen, näher zu bringen. Und auch vielleicht ein paar neue Freundschaften untereinander schließen. Genau, was unsere Zusammenarbeit vor allem mit CosmoX auszeichnet, ist, dass wir ein richtig gutes Netz mit den internationalen Studierenden pflegen und dadurch auch sehr gut Kontakte vermitteln können. Und ja, das könnt ihr vor allem in den verschiedenen Challenges sehen. Und ich hoffe, ihr habt sie euch alle angesehen, denn es hat verdammt viel Spaß gemacht, damit zu machen. Und ja, danke fürs Zuhören und ich würde mich sehr freuen, wenn ich demnächst ein paar Leute bei den Partys sehe, die hoffentlich bald wieder stattfinden. Vielen Dank, Luise. Ja, und wie bereits erwähnt, war uns der Cosmo Club eine Riesenstütze beim Finden von Protagonisten. Ne? Dadurch hatten wir auch die Möglichkeit, viele internationale Studierende in Mittweida im Rahmen unserer Social-Media-Formate kennenzulernen. Eine dieser Studierenden war Amelie Lohner, und sie ist jetzt hier bei mir. Amelie, erzähl mal, woher kommst du? Hallo. Also ich komme aus Elsass, nicht weit von der Grenze von Deutschland, also in Frankreich. Ja, und an welcher Hochschule studierst du ansonsten? Am Hochschule Mittweida. In Frankreich? In Frankreich? Ja, genau. Also in einer privaten Schule, ECAM. Es ist eine Ingenieurschule. Und die ECAM ist eine unserer Partnerhochschulen und ist in Straßburg, genau. Wie bist du eigentlich zu uns nach Mittweida gekommen? Kannst du das vielleicht mal ganz kurz beschreiben? Wie bist du denn auf die Idee gekommen, hier bei uns zu studieren in Mittweida? Also wir hatten eine Liste von Schulen in Deutschland. Also ich wollte in Deutschland studieren
Und ich habe mehr auf die Lokalisierung, also wo die Schulen stehen, um es zu wählen. Ja, weil alle Schulen hatten ungefähr dasselbe Programm. Also habe ich mehr für den Ort gesucht. Und damit war er nicht weit von Berlin, von Prag oder Polen ist, habe ich es gewählt. Aber wegen Corona ist es ein bisschen kompliziert, um zu reisen. Aber sonst ist es ziemlich ein schönes Stadt. Also größer als ich dachte. Aber ja, ziemlich cool. Ja. Welche Erfahrungen hast du denn so hier bei uns in Mittweida gemacht, Amelie? Jetzt leider haben wir jetzt im Moment die Corona-Situation, die euch ziemlich einschränkt, aber ansonsten so mit den Studierenden hier vor Ort und mit der Hochschule, welche Erfahrungen hast du denn bis jetzt gemacht? Also am Anfang des Jahres, also im Oktober, gab es noch die Stimme, die offen war, und es gab auch wir können in Leipzig gehen und mit internationalen Studenten also treffen. So habe ich viele internationale Studenten kennenzulernen. Also ja, und es war ziemlich cool, aber nachher ja, gab es Corona. Aber jetzt nochmal mit Spazieren oder so erfahre ich noch mehrere Plätze in Mittweida. Ja. Also du hast am Anfang ziemlich schnell andere Studierende kennengelernt hier an der Hochschule. Du hattest ja auch einen Buddy, die Luise. Ja, Luise, ja, sie hat mir so viel geholfen. Ja, ich kann sie bedanken, sehr viel, weil sie hat alles für mich getan, also für die Wohnung, für alles hier in der Hochschule, auch für Bank und so weiter. Also vielen Dank. Ja. Also wir stellen ja unseren internationalen Studierenden gerne einen Buddy hier von der Hochschule Mittweida. Also das sind Studierende, die hier studieren, schon länger studieren und sich gut auskennen in Mittweida zur Verfügung. Und du würdest auch sagen und würdest einschätzen, dass es sehr hilfreich ist, oder? Ja, richtig. Ja, sie hat auch alles Mittweida Campus mir gezeigt. Und ja, danke. Schön. Und ihr steht nach wie vor im Kontakt mit Luise, oder? Ja, manchmal ja, sage, wie geht's? Ja. Ja, auch du bist ja ein Teil von Cosmo X geworden, von dem Projekt, und hast ja ganz viel mitgewirkt hier an diesem tollen Gesamtprojekt. Und ohne dich und die anderen Protagonisten hätte ja Cosmo X als Projekt gar nicht abheben können. Und jetzt würden wir uns einfach mal anschauen, wie genau das ausgesehen hat. Video 1, Take 2. Ready? Good morning in the morning. Yes, I'm ready. Hallo und herzlich willkommen hier zur Dialekt-Challenge bei Cosmo X. Ich bin Lukas und neben mir sitzt die Amelie aus Frankreich. Sie sind ja aus Nigeria, Anne aus Spanien, Ajit aus Indien. 5 Fakten über Bangladesch. 5 Fakten über die Partnerunis der Hochschule Mittweida. 5 Fakten über Freemover. Yes, I gotta introduce yourself a little bit, like. Yeah, but I'm still learning, so hopefully that's something. Das ist No. And So this is the first candy from Spain. It's actually the first time I see it, so I'm not sure what it is. Oder? ehrlich sein, wenn du keinen Bock drauf hast. Nee, doch, ich mag das. Also das ist jetzt wirklich ehrlich. This is Napolitan, so it's with chocolate and cream. cream. This is called in German fruchtiger Knusper-Puffreis mit Mais. I like the taste of it, but I don't like the texture, so I think I'll say it's a medium. I won't say bad. I'm in Germany, so I won't say bad. So I think it's a medium. I think it's okay. So here's one of the sweets. It's homemade and it's called Besan ka laddu. It's a very popular sweet in India.
Looks like this. I really like this, so I will also give it a thumbs up. So, wir spielen jetzt gleich Sächsisch für Beginner und ich lese quasi sächsische Begriffe vor und gebe der Anne 3 Antwortmöglichkeiten, was die sächsischen Begriffe denn bedeuten könnten. Natürlich. Okay. Okay, this is really difficult. I try my best. The word is verplempern. Destovasion. Destovasion. Oh, it's really good. Okay. Oberstiebchen. The first word is bibbern. Can you try to say it? Bib. That sounds like a character from Lord of the Rings. Fokus. Okay, weil du noch nicht gefrühstückt hast. Im Semester auch noch bezahlte Praktika zu absolvieren. Remover, Hilfe bei der Unterstützung, genau. 5 Fakten über Bangladesch. Da geht's schon los. Are you ready? Warte. Yes. Nehmen wir überhaupt auf? Wir nehmen auf, ich weiß doch. Kaffeebohnen mit Kaffeegeschmack. Ich hoffe, du magst Kaffee. Nee. Aber es ist Schokolade. Oh, okay. Also ja. Okay, es ist Schokolade, also schmeckt gut. It's like a chocolate bar kind of situation. Oh, okay. Tastes like chocolate. Okay. Yeah. So I have one more sweet for you. Mhm. Oh, this actually reminds me a lot of like my childhood. Just like this. Tastes funny. Oh yeah, it's good that there's. Oh no, there's chocolate. She doesn't like chocolate. Perfect. Yeah, just give it a try. Okay. How does it taste? I really don't like it, I'm sorry. I just hate chocolate. Okay, see you tomorrow. See you. Warte. War cool. Sollten wir gehen? Nee. Ja, Entschuldigung. um es auf Sächsisch zu sagen, wir sehen uns. Dasselbe. Thank you. So, und da stellt sich jetzt nun die Frage, warum machen wir das alles eigentlich? Oder anders gefragt, wozu gibt es Cosmo X eigentlich? Genau, wir sind nämlich ein hochschulinternes Projekt und wollen euch auf die Chancen eines Auslandssemesters aufmerksam machen. Wir zeigen euch, wohin ihr gehen könnt und wollen euch den Start in euer Auslandssemester erleichtern. Denn die Möglichkeit hat mittlerweile jeder, egal aus welchem Studiengang oder welcher Fakultät. Wir möchten euch also dazu motivieren, euer zweites Zuhause zu finden und das wirklich überall auf der Welt. Wir bieten euch jede Menge Infos zum Auslandsaufenthalt und spannende kulturelle Einblicke. Uns ist es dabei vor allem wichtig, den Austausch zwischen den Studierenden aus dem Ausland und der HSMW zu fördern. Wir sorgen also dafür, dass ihr gegenseitig von euren Erfahrungen profitieren könnt. Und so hat sich dann letztendlich auch unser Claim bzw. unsere Leitidee für die Kampagne ergeben. Expand your mind. Egal wo du herkommst, egal wohin du gehst. Entdecke mit Cosmo X die Welt des Unbekannten und wachse über dich hinaus. Denn mit uns kannst du überall dein Zuhause finden. Und auch dieses Semester haben sich wieder zahlreiche Studierende an das Abenteuer Auslandssemester gewagt. So, und jetzt haben wir jemanden bei uns, der sein temporäres zweites Zuhause schon oder derzeit im Ausland gefunden hat, den Tobias Bensch. Hallo Tobias, ich freue mich, dass Sie heute Abend hier bei uns sind. Hallo. Hallo. Tobias, vielleicht können Sie sich ganz kurz vorstellen, was Sie studieren und wo Sie sich jetzt gerade im Moment aufhalten. Ja, also ich studiere an der Hochschule Mittweida angewandte Informatik mit dem Schwerpunkt IT-Security im Bachelor und bin gerade im 5. Semester meines Studiums und habe das in Vilnius verbracht. Und derzeit bin ich auch noch in Vilnius in Litauen. Ja. Okay. Ganz kurz vielleicht, woher kam denn der Gedanke, ursprünglich ins Ausland zu gehen? Also der Gedanke, diese Auslandserfahrung zu machen, hatte ich eigentlich schon ziemlich lange.
Nach der Schule hat man ja manchmal so eine Möglichkeit, ein Auslandsjahr zu machen. Das habe ich damals noch nicht gemacht und mir war eigentlich von Anfang an klar, als ich das Studium in Mittweida angetreten habe, dass ich ein Auslandssemester machen möchte. Einfach durch die Erfahrung und es gibt einem persönlich ja auch was. Und wann hat man mal die Möglichkeit für ein halbes Jahr, für ein Semester wirklich woanders zu sein und ein anderes Land kennenzulernen. Und vor 2 Jahren hat auch meine Schwester ein Auslandssemester in Norwegen gemacht und hat sehr davon geschwärmt. Und da war es mir eigentlich auch klar, dass ich unbedingt auch diese Erfahrung machen möchte. Und deswegen bin ich jetzt in Vilnius gelandet. Ja, Sie erzählen es gerade. Eigentlich ursprünglich wollten Sie ja gerne nach Norwegen. Wir hatten das ja auch alles schon fertig eingetüdelt, dass Sie nach Norwegen gehen können. Und dann kam die Information, dass jetzt aufgrund von Covid-19 es nicht möglich sein wird, dass Sie in Norwegen anwesend sind. Also dass es maximal ein Online-Studium geben könnte, aber ohne Anreise in Norwegen. Und das wollten Sie ja dann nicht und haben dann ganz spontan gesagt, haben Sie denn nicht noch was anderes für mich? Und sind dann sozusagen, wir sind dann gemeinsam auf Litauen gekommen und Sie sind jetzt in Vilnius. Ja, so eine spontane Umentscheidung, würden Sie sagen, es war die richtige oder es war eine gute Entscheidung, auch Vilnius mal kennenzulernen? Ja, also die Pandemie hat mir auf jeden Fall die Entscheidung abgenommen, wo jetzt mein Auslandsaufenthalt sein wird, weil man sucht natürlich nach einem Land, was einem gefällt tatsächlich, was man erkunden möchte oder eine Region und auch eine Universität, die natürlich interessante Fächer anbietet. Und da ist eigentlich fast nur Vilnius übrig geblieben für mich, weil ich eigentlich wollte ich nach Norwegen, das ist richtig, aber ich interessiere mich auch für die osteuropäischen Staaten und für die baltischen Staaten. Und ja, ich habe auf jeden Fall die richtige Entscheidung getroffen mit Vilnius, würde ich sagen, weil es eine sehr schöne Zeit war und Litauen ein sehr schönes Land ist, Vilnius ein sehr schönes Land ist, sehr schöne Stadt, kein Land. Es war quasi eine gute Entscheidung. Vielleicht für all diejenigen, die Vilnius noch nicht so auf dem Schirm hatten oder noch nicht so kennen, wie muss ich mir Vilnius, also wie groß ist Vilnius ungefähr? Und wie ist das Studentenleben normalerweise in Vilnius? Ja, dadurch, dass die in Vilnius oder in Litauen die Pandemie so die ersten 2 Monate nicht so oder der Lockdown überhaupt nicht stattgefunden hat. Also man hat wirklich ganz gut hier sein Leben leben können, fern von Covid-19, die ersten 2 Monate. War es natürlich eine sehr schöne Erfahrung, vor allem im letzten Jahr. Vilnius hat eine sehr schöne Altstadt und da ist immer was los. Also es sind sehr viele Restaurants und Kneipen und die alte Universität ist ein wunderschönes Gebäude mit einem schönen Lesesaal. Vilnius ist auch sehr grün, muss ich sagen. Es ist einer der schönsten Städte, wo ich jemals war tatsächlich. Relativ groß und grün, sehr viele Parkanlagen, ein großer Fluss, der durch die Stadt fließt. Und Litauen an sich lohnt sich auch zu erkunden. Also man hat natürlich die schönen Städte und auch die Küstenregion. Und ja, man hat ja quasi alles außer Berge. Also wandern kann man nicht. Ich glaube, der höchste Punkt in Litauen liegt bei 270 irgendwas. Ja. Das ist quasi nur Hügelwanderung, aber ja, ist auf jeden Fall eine sehr schöne Stadt und ein sehr schönes Land. Und vor allem die Kultur ist nicht wirklich anders als als Deutschland. Das heißt, man findet hier sehr schnell, man findet sich hier sehr schnell zu Hause und findet auch Anschluss, ja, und versteht alles so ein bisschen besser. Super, das hat jetzt einen guten Einblick gegeben, sozusagen auch in das, was ein Auslandssemester neben den fachlichen Kenntnissen noch so mit sich führt, also dass man halt neue Menschen kennenlernt, andere Kulturen, die vielleicht auch gar nicht so viel anders sind als unsere eigene Kultur. Vielleicht können Sie noch mal ganz, Entschuldigung, ich bin jetzt ins Du umgeswitcht,
Vielleicht können Sie noch mal ganz kurz erläutern, welche Erfahrungen Sie bei der Organisation und Vorbereitung des Auslandsaufenthalts gemacht haben. Was hat Ihnen geholfen? Was würden Sie Studierenden, die mit dem gleichen Gedanken spielen, ins Ausland zu gehen, was hat Ihnen da geholfen? Was würden Sie denen empfehlen? Können Sie da vielleicht noch mal ganz kurz erzählen? Ja, auf jeden Fall würde ich empfehlen, mit Ihnen zu sprechen, weil Sie haben auf jeden Fall gut geholfen, das alles zu organisieren. Generell war es eigentlich kein schwieriges Unterfangen. Jetzt das Norwegen nicht geklappt hat, war jetzt nicht so schlimm, weil wir halt direkt wieder was Neues gefunden haben und der Bewerbungsprozess war halt eben auch nicht so schwierig. Man hat halt alle Daten, man kann mit den internationalen Office auch in der Partneruniversität Fragen stellen und schreiben. Also es war alles ganz gut. Wenn man quasi sich mit ihnen unterhält und alle Daten rechtzeitig abgibt, geht das schon. Das freut mich. Freut mich immer wieder zu hören, dass es doch relativ einfach erschienen ist für die Studierenden, so einen Auslandsaufenthalt zu organisieren. Ja, jetzt nochmal ganz kurz Ihr persönliches Highlight. Haben Sie jetzt auch Freundschaften geschlossen, die Sie vielleicht auch noch mitnehmen, wenn Sie auch wieder Vilnius verlassen werden? Oder? Genau, also man hat ja sehr viele Freunde kennengelernt, wenn man allein ins Ausland fährt, trifft man natürlich auf Leute, die das genauso machen und man ist dann relativ offen und man lernt relativ schnell viele Freunde kennen. Mit den meisten wird man nicht wirklich Kontakt halten können, aber es sind schon sehr gute Freundschaften entstanden, mit denen wir auch schreiben, auch mit denen, die schon Vilnius eher verlassen haben, wegen der Pandemie. Also ich denke mal, dass man auf jeden Fall Kontakt hält. Schön. Also ich würde sagen, Sie haben allen Lust oder Sie haben jetzt Lust vermittelt auf ein Auslandssemester. Wie gesagt, wer den Impuls verspürt, auch ins Ausland gehen zu wollen, jetzt nach diesem schönen Rundumblick, der kann sich gerne bei mir melden im International Office. Vielen Dank, Tobias, und ich wünsche Ihnen alles Gute und kommen Sie gut wieder nach Hause. Dankeschön. Bis bald. Bis bald. Ciao. Wir sehen also, dass euch ein Auslandssemester in vielerlei Hinsicht weiterbringt. Aber mal rein formal betrachtet, könnt ihr damit noch mehr als nur euren Lebenslauf aufwerten. Ein Auslandssemester könnt ihr euch beispielsweise auch für den Erwerb des Zertifikats für interkulturelle Kompetenz anrechnen lassen. Liebe Studierende, hallo und einen schönen guten Abend. Mein Name ist Gunther Süß und ich komme vom IKKS, dem Institut für Kompetenz, Kommunikation und Sprachen der Hochschule. Ich möchte Ihnen heute unser Zertifikatsprogramm Interkulturelle Kompetenz vorstellen, das wir zusammen mit Kolleginnen aus dem International Office und dem IWD betreiben. Sie können sich während des Studiums Ihre internationalen Erfahrungen zertifizieren lassen. Sie können auch Kurse belegen, um weitere interkulturelle Kompetenzen zu erwerben und sich das dann am Ende eben bescheinigen lassen. Warum sollte man sowas tun? Zum einen gibt es erstmal das Nützlichkeitsargument. Natürlich ist in einer globalisierten Welt interkulturelle Kompetenz unglaublich wichtig, auch für den Arbeitsmarkt, sodass Sie so ein Zertifikat natürlich auch Ihren Bewerbungen beilegen könnten oder das eben für sonstige Sachen nutzen, um eben zu zeigen, dass Sie interkulturell kompetent sind. Das zweite Argument, und das ist mir fast jetzt an so einem Abend wie heute noch ein bisschen wichtiger, wäre das, dass Sie fremde Kulturen, andere Kulturen kennenlernen. Und ich kann Ihnen sagen, das ist spannend. Ich war selber in meinem Studium eine gewisse Zeit in den USA, ein halbes Jahr. Und wie der kanadische Philosoph Brian Adams sagt, those were the best days of my life. Wie funktioniert denn so ein Zertifikat? Also wir haben insgesamt 3 verschiedene Komponenten. Das eine ist die Academic Component, die zählt mit 25 Punkten rein. Da können Sie einen englischsprachigen Fachkurs belegen, einen deutschsprachigen Fachkurs mit internationalem Bezug oder eben auch Sprachkurse. Dann haben wir die Komponente Intercultural Awareness, die zählt auch mit 25 Punkten rein. Dazu gehört ein interkulturelles Training und eine der beiden Vorlesungen des Self and the Other oder International Business Communication. Die dritte Komponente ist die International and Ambassador Experience. Die zählt mit 50 Punkten rein.
Wenn Sie ein Auslandssemester da mit drin haben in Ihrem Studium, dann haben Sie dann schon diese 50 Punkte für die International Ambassador Experience. Sie können aber auch sich, wenn Sie kein Auslandssemester planen, im Rahmen des Studiums oder neben dem Studium international engagieren bei Vereinen. Und da könnten Sie sich dann das auch zertifizieren lassen und auch die 50 Punkte erwerben. Ja, wie geht's weiter? Also ich hoffe, ich habe bei Ihnen jetzt Interesse am Zertifikatsprogramm geweckt. Sie können gern, wenn Sie Fragen haben, sich dann nochmal an uns wenden, ikks@hs-mitweida.de, und auf unserer Homepage des IKKS finden Sie auch alle weiteren Informationen zum Zertifikat, beispielsweise dann eine komplette Liste mit Aktivitäten, die sozusagen zählen in das Zertifikat rein, und auch ein Belegformular, das Sie dann schon ausfüllen können. Okay, ich wünsche Ihnen noch einen schönen internationalen Abend und sage Tschüss aus dem IKKS. Vielen Dank an Sie, Herr Dr. Süß. Und bevor euch gleich im Anschluss Frau Wurps-Reichenbach alles rund um die Idee eines Auslandssemesters erklären wird, haben wir noch eine Kleinigkeit für euch. Welche Erfahrungen im Auslandssemester auf euch warten, seht ihr jetzt. Genau, denn unsere Studierenden zeigen euch, was sie im Ausland erlebt haben. Also viel Spaß und Film ab! Mehrere Studierende der Hochschule haben bereits den Schritt ins Ausland gewagt. Wir wollen euch zeigen, wo sie ihr neues Zuhause gefunden haben. Was hast du im Ausland gemacht? Also ich habe mein Auslandssemester in Rom gemacht, habe da auch sozusagen meine zweite Heimat gefunden in der Città Eterna und habe da an der Niccolò Cossano Universität studiert. Ich habe mein Auslandssemester in Vaasa gemacht, in Finnland. Mein Auslandssemester habe ich in Island gemacht, um genauer zu sein, an der University of Akureyri. Im 5. Bachelorsemester habe ich ein Auslandssemester in Newcastle im Norden von England gemacht. Ich mache ein Auslandssemester an der Tokyo University of Applied Science an der Art Academy. Dieses Jahr habe ich mein verpflichtendes Auslandssemester in Kanada angetreten. Ich bin tatsächlich erst seit dem 6. Januar hier, war dann 2 Wochen in Quarantäne. Ich muss sagen, gab trotzdem genug Angebote, die man in Anspruch nehmen konnte. Vor allem die Natur, die sich darum befindet. Man konnte jederzeit einfach rausgehen und hatte die Berge vor der Tür, hatte unglaubliche Wasserfälle rundherum. Sonst bin ich hier jetzt in der Uni gut angekommen. Ich habe hier gleich ein paar Freunde gefunden. Ich habe bisher meine erste Woche hinter mir und bisher ist noch nicht viel passiert, da ich mich in Quarantäne befinde. Weil Island einen Lockdown verhängt hat und dann alles ins Online geswitcht wurde. Das war allerdings auch eher weniger schlimm. Ich habe dann sehr, sehr viel Zeit mit meinen Mitbewohnern noch verbracht. Ist aber auch gar nicht so schlimm, weil die Kurse hier echt gut online auch machbar sind. Ja, ansonsten, wir waren sehr viel auf Roadtrips und sind, wie gesagt, sehr viel gereist. Was waren deine Sorgen und Ängste und haben die sich auch bestätigt? Sorgen und Ängste hat, glaube ich, jeder irgendwo, vor allem wenn man vor so einer Situation wie im Auslandssemester steht. Ich war eher darauf gespannt, was mich erwartet. Trotzdem haben sich ein paar Zweifel aufgetan, wie, ist das wirklich das, was mich glücklich macht? Will ich das wirklich und ist es überhaupt die richtige Zeit gerade dafür? Wenn man dann den ersten Tag mal da ist, dann legt sich das wirklich sehr, sehr schnell und man kommt da auch sehr schnell in einfach so eine Routine rein. Ich hatte ein paar Zweifel, die sich allerdings gar nicht bestätigt haben. Ich war unglaublich glücklich in meinem Auslandssemester und glaube, das war wirklich so eine der besten Entscheidungen, die ich für mich selbst hätte treffen können. Was war der Höhepunkt? Sich nach den 4 Monaten im Ausland ausschließlich auf ein Highlight festzulegen, ist unglaublich schwierig, weil es so viele unglaubliche Eindrücke gab. Mein persönlicher Höhepunkt in meinem Auslandssemester war der Lappland-Trip, den ich mit Mädels dort gemacht habe, die ich dort auch kennengelernt habe, den Ulanka National Park, was auch mein persönliches absolutes Highlight war, und dann zurück nach Vaasa. Aber unberührte Natur gab es auch selbst in England, also in der Mitte und im Süden, sodass man mal schnell mit dem Zug ins Naturschutzgebiet fahren konnte und dort auf unberührten Wanderwegen, fernab von Touristenpfaden, die Natur entdecken konnte. Also ich bin in den ersten 5 Tagen vom Auslandssemester alleine in die Stadt gefahren, zum Kapitol. Und da gibt es eben eine Statue von Marcus Aurelius. Und das Kapitol hinaufzugehen und die Statue eben immer größer werden zu sehen, das war wirklich sehr cool. Sonst muss ich sagen, bin ich erst seit 5 Tagen hier und habe schon einen Wasserfall gesehen, weil der Park, in dem dieser Wasserfall ist, einfach mal weniger als 1 Stunde entfernt ist.
und man von dem Wasserfall aus sogar noch den Highway sehen kann. Ich bin zum Beispiel zweimal um Island gefahren, habe dort so viele Sehenswürdigkeiten wie nur möglich mitgenommen, habe mehrere Wochenendtrips mit Studenten gemacht, die ich kennengelernt habe. Ich habe die Nordlichter gesehen, einfach die ganzen Eindrücke. Warum lohnt es sich deiner Meinung nach, ein Auslandssemester zu machen? Ein Auslandssemester lohnt sich auf jeden Fall, weil man einfach nochmal die Möglichkeit hat, in ein anderes Land zu gehen, auch für längere Zeit. Und dort wirklich die Menschen, die Kultur, das Land kennenzulernen. Ich empfehle jedem, ein Auslandssemester zu machen, einfach weil es einen auf persönlicher Ebene weiterbringt. Denn wenn man ins Ausland geht, lernt man eine komplett neue Kultur kennen, neue Menschen und auch eine neue Sprache. Und das viel, viel tiefgründiger, als würde man da nur für einen 2-wöchigen Urlaub hingehen. Ich wollte bewusst aus meiner Comfortzone und wollte neue Leute in einer neuen Umgebung und einer anderen Sprache kennenlernen. Dementsprechend erhöhen sich auch irgendwo einfach diese sozialen Fertigkeiten und natürlich auch, wie man selbstständig mit Sachverhalten umgeht. Natürlich ist ein cooler Nebeneffekt, dass man viel reisen kann, dass man neue Leute kennenlernt und natürlich auch von der anderen Uni viel Input mitbekommt. Dann lernt man auch noch Menschen kennen, die genau dasselbe Ziel haben wie man selbst und mit denen man gemeinsam seinen Weg, allerdings auch so sein neues Zuhause finden kann. Was bedeutet Reisen für dich? Das ist so ein Abenteuergefühl meiner Meinung nach. Also Abenteuer und Freiheit. Halt einfach ein Land kennenlernt, wirklich die Kultur, die Gewohnheiten von Menschen dort auch. Reisen heißt für mich neuen Herausforderungen stellen. Ja, dass man halt einfach Neues entdeckt und dass man sich halt auch darauf einlässt. Also ich habe es nie bereut, ein Auslandssemester zu machen und ich kann es euch nur empfehlen. Und wenn ihr es macht, dann folgt Cosmo X. Also, nutze deine Chance und entdecke mit Cosmo X die Welt des Unbekannten. Ja, nun haben wir schon viel gehört von Incomings, die hier bei uns in Mittweida studieren, von unseren Outgoings, die sich derzeit gerade noch im Auslandssemester befinden, beziehungsweise gerade zurückgekehrt sind. Ich möchte Ihnen nun ganz kurz nochmal so einen Einblick geben, wie funktioniert denn ein Studiensemester im Ausland überhaupt? Was muss ich denn alles beachten? Weshalb sollte ich denn vielleicht ein Auslandssemester in Erwägung ziehen? Und wo finde ich dazu weitere Informationen? Genau. Warum sollte ich denn ins Ausland gehen? Also ich denke, wir haben jetzt hier im Verlaufe des Abends schon ganz viele Argumente sammeln können, warum man einen Auslandsstudien- bzw. Praktikaaufenthalt in Erwägung ziehen sollte. Natürlich ist es immer auch ein Abenteuer. Man kann den eigenen Horizont erweitern, das Fachwissen natürlich internationalisieren, Sprach- und Landeskenntnisse verbessern, natürlich in allererster Linie auch interkulturelle Kompetenzen erwerben, was in der heutigen Arbeitswelt ja auch sehr wichtig ist, die eigene Persönlichkeit entwickeln, Kommunikationsfähigkeit stärken, nicht zuletzt internationale Kontakte aufbauen und sich damit auch für potenzielle Arbeitgeber in der Zukunft interessant machen, indem ich halt sagen kann, ich war im Ausland, ich weiß, ich kann mich behaupten in einer anderen Kultur, ich habe Fremdsprachenkenntnisse etc. Sie haben mehrere Optionen, was Sie während des Studiums im Ausland tun können. Sie können einmal über ein Auslandsstudiensemester natürlich nachdenken oder einen Studienaufenthalt. Das ist ja nicht immer ein ganzes halbes Jahr, also ein Semester. Das sind manchmal 3 Monate, manchmal 4, manchmal 5. Sie können ein Praktikum im Rahmen Ihres Studiums auch im Ausland absolvieren. Sie können auch an einer Summer School teilnehmen. Viele Universitäten weltweit bieten während der Sommerpause sogenannte Summer Schools an, wo man auch teilnehmen kann als Studierender. Das muss man dann natürlich bezahlen und kann dann auch über das Förderprogramm PROMOS, auf das ich dann im Nachgang nochmal eingehen werde, einen Zuschuss erhalten. Oder Sie könnten auch an Partneruniversitäten oder an anderen Universitäten weltweit Fachsprachkurse bzw. Fachkurse belegen. Wir haben zum Beispiel eine Partneruniversität, die Deutsch-Kasachische Universität in Almaty. Die bieten jährlich ein Kursprogramm an zum Thema Projektmanagement, was ja auch in ganz vielen Studienrichtungen auch passen könnte. Da könnte man auch 2 Wochen einen Fachkurs belegen in Almaty und könnte sich einen Zuschuss über das PROMOS-Programm bei uns, also man könnte den beantragen bei uns im Auslandsamt.
Ja, wann sollte man denn ein Auslandssemester planen? Also frühestmöglich eine Förderung könnte es geben ab dem 3. Semester. Natürlich könnte man auch im 4., 5. oder 6. Semester einen Auslandsaufenthalt einplanen. Die Dauer umfasst, wenn man eine Förderung haben möchte, mindestens 3 Monate. Besser sind natürlich, um mehr Erfahrungen zu sammeln oder um eine intensivere Zeit zu erleben, wenn man 1 oder 2 Semester im Ausland verbringt. Aber das muss man halt dann schauen, wie das auch die individuellen finanziellen Möglichkeiten zulassen, beziehungsweise auch die gesamte Lebensplanung. Wie lange möchte ich mein Studium erstrecken? Natürlich geht es dann halt auch immer zu Lasten der Dauer des Studiums. Aber es ist keine vergeudete Zeit. Das kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Es ist immer sehr zu empfehlen, im Rahmen des Studiums sich die Zeit zu nehmen und einmal diese Erfahrung eines Auslandsaufenthaltes zu machen. Es gibt meines Erachtens nach keine günstigere Zeit als das Studium, um Auslandserfahrungen zu sammeln. Genau, mit der Vorbereitung und der Planung sollte man möglichst 1 Jahr vorher schon mal beginnen, beziehungsweise spätestens ein halbes Jahr vorher mal bei uns im International Office vorbeischauen oder mich anrufen und einfach schon mal vorfühlen, was muss ich denn erbringen, welche Möglichkeiten habe ich denn, oder wenn Sie schon konkret wissen, wo Sie hin möchten, wie dann der zeitliche Ablauf ist. Wir haben an Partneruniversitäten sogenannte Nominierungsfristen, wo Sie dann über uns als International Office bei der Partnerhochschule nominiert werden und dann erst der Bewerbungsprozess weiterläuft. Ich habe jetzt schon die ganze Zeit von Partnerhochschulen gesprochen. Wir haben Partnerhochschulen im EU-Ausland, wie auch weltweit. Also die weltweiten Hochschulen befinden sich in den USA, in Australien, in Neuseeland. In Asien haben wir im Moment nicht allzu viele Kooperationen. Da gibt es eine intensive Kooperation mit China über unsere Fakultät Ingenieurwesen. Allerdings in Südkorea haben wir auch noch eine Kooperation. Wir sind gerade dabei zu schauen, ob wir da noch mehr ausbauen können. Da gibt es perspektivisch wahrscheinlich noch etwas Handlungsspielraum. Und wir haben natürlich auch, oder Sie haben auch die Möglichkeit, an jedwede andere Hochschule weltweit zu gehen. Dann müssten Sie halt nur, bei Partnerhochschulen läuft die Nominierung über uns, über das International Office. Wir knüpfen sozusagen, oder wir schlagen Sie vor als Studierende unserer Hochschule und würden dann den Bewerbungs- und Planungsprozess des Auslandssemesters mit Ihnen gemeinsam beschreiten. Wenn Sie an eine andere Hochschule gehen, die keine Partnerhochschule unserer Hochschule mit weiter ist, müssten Sie das alles als sogenannter Free Mover selber organisieren. Das ist kein Hexenwerk, auch das ist machbar, aber ich kann Sie dann nicht so umfangreich unterstützen, wie ich es tun kann, wenn Sie an eine Partnerhochschule gehen zum Studium. Wohin können Sie gehen? Also Sie sehen hier, wir haben umfangreiche Partnerschaften also wir haben über 140 Partnerschaften mittlerweile in 35 Ländern in aller Welt. Natürlich haben wir den Fokus auf unseren Erasmus-Partnerschaften, da ja sozusagen der europäische Gedanke auch gestärkt werden soll durch uns als eine der europäischen Hochschulen. Es ist sehr einfach, relativ einfach innerhalb Europas ein Auslandssemester zu absolvieren. Ein nicht zu verachtender Vorteil von einem Erasmus-Studienaufenthalt ist, dass Sie keine Studiengebühren haben während eines Erasmus-Aufenthaltes. Das kann in den USA, in Kanada, Neuseeland, Australien schon wieder ganz anders aussehen. Da ist zum Teil mit doch sehr hohen Studiengebühren zu rechnen. Aber auch dafür gibt es Finanzierungs- und Zuschussmöglichkeiten, auf die ich dann gern später nochmal eingehen würde. Hier nochmal ganz kurz veranschaulicht, wie vielfältig unsere Kooperationsverträge im Moment sich schon gestalten. Wir haben vor uns gerade den Tobias Bensch gehört, der sich zurzeit in Litauen befindet. Wir haben sehr intensive Kooperationen nach wie vor noch mit dem Vereinigten Königreich, wo natürlich unsere Erasmus-Partnerschaftsverträge
demnächst auslaufen werden. Das Vereinigte Königreich gehört ja nicht mehr zur Europäischen Union. Von daher laufen die Verträge spätestens 2023 aus. Wenn Sie da noch Interesse haben, bitte wenden Sie sich an uns. Wir haben im Moment noch die Möglichkeit, Sie über unsere noch bestehenden Erasmus-Verträge zu entsenden. Es gibt natürlich eine ganze Menge anderer Kooperationspartner, die wir Ihnen auch gerne nochmal näher erläutern werden, wenn Sie bestimmte Interessen schon bestimmte Destinationen im Blick haben. Ja, die Planung eines Auslandssemesters, ich empfehle immer, machen Sie sich eine Checkliste, kommen Sie erst als erstes zur Beratung des International Office und suchen Sie sich dann eine für Sie passende Gasthochschule aus. Dann, wenn Sie an eine Partnerhochschule gehen, würde natürlich die Nominierung, wie ich es schon erklärt habe, durch uns erfolgen. Bei Freemovern würde das natürlich entfallen, dieser Punkt. Die Bewerbung an der Gasthochschule, da sollte man natürlich immer ordnungsgemäß die Bewerbungsfristen beachten. Ansonsten hat man gerade in Skandinavien und den westlicheren Ländern schlechte Karten, wenn man da die Bewerbungsfristen nicht einhält, weil die sehr gefragt sind als Gasthochschulen. Dann natürlich sollte man mit dem Gedanken spielen, auch mal sich zu erkundigen, ob man eventuell Auslands-BAföG beantragen könnte oder ein anderes Stipendium über den BAAD. Da gehe ich gerne nochmal später darauf ein. Man sollte sich natürlich auf alle Fälle im Vorfeld auch über das Gastland informieren. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, den man auch nicht vergessen sollte. Wenn ich zum Beispiel plane, nach Asien zu gehen, sollte ich mich schon vorher dort über Gepflogenheiten und Gegebenheiten sehr gut informieren, weil es doch ein bisschen einen anderen kulturellen Hintergrund gibt, den ich gut kennen sollte, bevor ich mich nach Asien begebe. Genau, also auch auf anderen Kontinenten empfiehlt es sich sehr, da vorher genauere Informationen einzuholen, damit man dann nicht überrascht ist, wenn man dann im Gastland ankommt, dass es vielleicht ein bisschen anders ist als hier in unserer Kultur. Genau, dann ist meistens noch eine Überlegung, ob man sich ein Urlaubssemester gönnt für einen Auslandsaufenthalt. Also das hat nicht, also gönnen ist jetzt ein bisschen flapsig gesagt. Die Beurlaubung an der Heimathochschule wird empfohlen. In manchen Studiengängen ist ja das Auslandsstudiensemester direkt Bestandteil des Studienablaufplanes. Da muss natürlich kein Urlaubssemester beantragt werden, aber dazu können Sie gerne bei uns auch nochmal genauere Informationen erhalten. Die Anerkennung der Studienleistung ist unbedingt dringend im Vorfeld zu klären, wenn Sie sich im Ausland erbrachte Leistungen, also wenn Sie hiesige Leistungen, die Sie im Studienablaufplan erbringen müssen, sich ersetzen lassen wollen, dann müssen Sie das ganz dringend im Vorfeld klären, damit es im Nachgang keine Schwierigkeiten gibt mit der Anerkennung der Studienleistungen, die Sie im Ausland erbracht haben. Wichtig auch im Vorfeld zu klären die Versicherung. Also das hängt von Ihrer individuellen Versicherungslage ab, ob Sie eine Zusatzauslandskrankenversicherung abschließen müssen, ob Sie eine Unfallversicherung abschließen müssen oder ob Sie die schon haben und dann in welchem Rahmen Sie auch haftpflichtversichert sind, wenn Sie sich längere Zeit im Ausland aufhalten. Persönliche Dinge sollten auch noch geregelt werden im Vorfeld, also Mietvertragskündigungen gegebenenfalls. Manche hat Haustiere, die dann untergebracht werden müssen. Also auch solche Dinge müssen im Vorfeld dann geklärt werden. Und um all das nicht aus dem Blick zu verlieren, empfehle ich immer eine Checkliste zu machen. Das ist für die eigene Strukturierung immer sehr günstig. So, zu welchen Fragen bin ich schon jetzt im Verlauf der vorigen Punkte immer mal wieder drauf eingegangen, berät mich das International Office. Also Fragen rund um den Auslandsstudienaufenthalt können Sie uns gerne stellen zu internationalen Partnern, welche Platzgarantien wir dort haben, auch zu Doppelprogrammen. Also Sie können auch gerne auf unserer Website schon mal schauen, welche Doppelprogramme es zwischen der Hochschule Mittweida und anderen Partnern gibt. Dann rund um die Finanzierung eines Auslandsstudienaufenthaltes, die Begleitung des Bewerbungsprozesses können Sie
bei uns auch sozusagen erhalten. Also das heißt, ich kann Ihnen jetzt keine komplette Bewerbung schreiben, aber den ein oder anderen Knackpunkt, darauf kann ich Sie schon verweisen bei unseren internationalen Partnern. Manches hat man schon aus eigener Erfahrung gelernt, was man dann den Studierenden mitgeben kann, schon im Vorfeld. Dann, wenn es schwierig ist, bestimmte Kurse vielleicht auch zu finden, dann können wir gerne mit unseren internationalen Partnern im Vorfeld dazu kommunizieren. Die Nominierung der Studierenden an die Partnerhochschulen liegt bei uns und die Stipendienvergabe für die Auslandsmobilitäten liegt zum Teil auch bei uns, gehe ich jetzt gleich nochmal darauf ein. Wir können uns jetzt gerne mal anhand eines kleinen Films, den Studierende des CosmoX-Projektes vor 2 Jahren mal entwickelt haben, für uns mal anschauen, wie eine Organisation eines Auslandsstudienaufenthaltes ausschaut, wenn man zu mir ins International Office kommt. Das ist Felix. Er beendet gerade das 3. Semester seines Medieninformatikstudiums an der Hochschule Mittweida. Der Chemnitzer möchte im 5. Semester im Ausland studieren, um internationale Kontakte zu knüpfen und über den Tellerrand seiner Heimat hinauszuschauen. Doch was genau muss er dafür eigentlich tun? Als erstes informiert er sich auf der Seite des Akademischen Auslandsamtes der Hochschule Mittweida über mögliche Partneruniversitäten. Felix ist sich nicht ganz sicher, welche Universität er wählen soll. Deshalb kontaktiert er Ulrike Worps-Reichenbach vom Auslandsamt. Die hilft ihm bei der Entscheidung und macht ihn auf den Auslandsblog CosmoX aufmerksam, auf dem er sich Erfahrungsberichte von anderen Studierenden anschauen kann. Felix entscheidet sich für ein Studium in Finnland. Frau Worps-Reichenbach vom Auslandsamt nominiert ihn darauf für die Partneruniversität in Turku. Als nächstes schickt die Turku University of Applied Sciences die erforderlichen Bewerbungsunterlagen zu. Er muss einige Formulare zu seiner Person und zu seinem Wunschstudiengang ausfüllen. Dafür sollte er sich vorher den Modulkatalog der finnischen Uni genau anschauen. Außerdem muss er in Rücksprache mit dem Auslands- und Prüfungsamt festlegen, welche Module er belegt und wie er sich diese anrechnen lassen kann. Die Uni in Turku hat keine eigenen Wohnheime. Felix bewirbt sich daher bei der Student Village Foundation. Das funktioniert ähnlich wie beim Studentenwerk für seine WG in Mittweida. Außerdem kümmert sich Felix, bevor es losgeht, um seine Finanzen. Da er in Mittweida BAföG erhält, stehen seine Chancen für Auslands-BAföG sehr gut. Außerdem gibt es eine Reihe von Stipendien, für die er sich bewerben kann. Insbesondere Erasmus kommt für seinen Studiengang in Frage. Auch hierbei unterstützt ihn das Auslandsamt. Für Finnland braucht Felix kein Visum. Hätte er beispielsweise in den USA studieren wollen, hätte er ein Visum bei der amerikanischen Botschaft beantragen müssen. Er muss also nur noch Abschied von Freunden und Familien nehmen, seine Koffer packen und den Flug nach Turku buchen. Los geht's! Viel Erfolg, Felix! Gut, jetzt haben Sie einen kurzen Einblick erhalten, wie es denn dann aussehen könnte, wenn Sie zu mir kommen ins International Office. Ich möchte jetzt noch mal ganz kurz auf das angesprochene Erasmus Plus Stipendium oder auf die Förderung über Erasmus Plus eingehen. Es gibt 2 verschiedene Möglichkeiten. Einmal das Erasmus Plus Studium und einmal das Erasmus Plus Praktikum, wobei wir im International Office lediglich zu Erasmus Plus Studium beraten, also zu Studienaufenthalten, und zu Erasmus Plus Praktikum berät unser Kooperationspartner, das Leonardo Büro Sachsen. Das Leonardo Büro ist für viele Hochschulen in Sachsen zuständig, hat seinen Sitz an der TU in Dresden und ist unser Kooperationspartner für unsere Studierenden der Hochschule Mittweida, wenn es rund um Fragen zum Praktikum im EU-Ausland geht. Da würde ich Sie dann gerne an diejenigen Ansprechpartner des Leonardo-Büros verweisen. Genau. Derzeit haben wir 83, aber das ist nicht mehr so aktuell. Wir haben mittlerweile schon mehr Partnerhochschulen in der EU. Förderfähig sind Auslandsaufenthalte von 3 bis 12 Monaten. Also Sie haben pro Studienzyklus, Bachelor, Master und PhD, jeweils könnten Sie 12 Monate Erasmus Plus Förderung in Anspruch nehmen. Ein Vorteil, auf den ich vorhin schon mal eingegangen bin, sind Studiengebühren, die nicht anfallen. Also Sie haben in ganz Europa, wenn Sie über Erasmus Plus ins Auslandsstudium gehen, keine Studiengebühren zu entrichten.
Dann gibt es ein sogenanntes Formular, das Learning Agreement, was Sie abschließen mit der Heimathochschule und der Gasthochschule, damit es im Nachgang keine Schwierigkeiten mit der Anerkennung von Studienleistungen gibt. Sie bekommen ein länderabhängiges Stipendium bzw. eine länderabhängige Förderung. Die Förderhöhe liegt derzeit zwischen 330 Euro pro Monat und 450 Euro pro Monat, also 330. Wenn Sie in ein osteuropäisches Land gehen, liegt die monatliche Förderhöhe ungefähr bei 330 Euro pro Monat und wenn Sie in Westeuropa und Skandinavien studieren, bei 450 derzeit. Erasmus-Stipendiaten können zusätzlich noch kostenlos an Online-Sprachkursen teilnehmen, aber dazu würde ich Sie dann beraten, wenn Sie zu mir ins International Office kommen, denn das ist jetzt nochmal ein extra umfangreicher Punkt. Da möchte ich Sie jetzt nicht zu sehr mit Informationen überschütten. Genau. Also die Bewerbung zu Erasmus Plus und Promos erfolgt bei uns im International Office. Das Promos-Stipendium ist eines der vom DHD zur Verfügung gestellten Zuschussinstrumente für Studienaufenthalte über den EU-Raum hinaus. Also alles, was nicht über Erasmus Plus förderfähig ist, kann über Promos bezuschusst werden. Sie können einen Studien- bzw. Praktika-Aufenthalt weltweit, also außerhalb der EU, von 1 bis 6 Monaten über Promos bezuschusst bekommen. Ebenfalls sind auch Abschlussarbeiten in Unternehmen förderfähig über Promos und auch Studierende, die bereits eine Erasmus-Plus-Förderung erhalten haben, können Promos nochmal beanspruchen. Das heißt, wenn Sie schon mal ein Semester im EU-Ausland studiert haben, können Sie trotzdem, wenn Sie sich entscheiden, in Kanada zum Beispiel noch ein Praktikum zu machen, können Sie auch eine Promos-Förderung für dieses Praktikum bei uns beantragen. Genau, Promos Zuschuss können sein monatliche Teilstipendien und Reisekostenpauschalen, die setzt der DAAD jährlich fest. Da haben wir keinen Einfluss auf die Höhe der monatlichen Teilstipendien und Reisekostenpauschalen. Wir sitzen dann nur zusammen und entscheiden über die Vergabe der Stipendien an die einzelnen Bewerber. Wir haben 2 Bewerbungsfristen im Jahr. Einmal den 15. Februar für Aufenthalte im Sommersemester. Das hat immer ein bisschen einen kleinen Schleuder, also wir bekommen den Zuwendungsvertrag vom DAAD Anfang Januar, beziehungsweise manchmal auch erst Ende Januar. Von daher müssen wir die Bewerbungsfrist auf Mitte Februar legen. Und die meisten Sommersemester gehen ja schon im Januar, Februar los, sodass Sie sich dessen bewusst sein müssen, dass die Förderzusage, wenn es denn eine gibt, dann meistens erst kommt, wenn Sie schon im Ausland sind. Also insofern sollten Sie auch über andere Finanzierungswege noch nachdenken. Wenn Sie sich um Promos bewerben, müssen Sie davon ausgehen, dass Sie den Förderzuschuss dann gerade für Sommersemester erst relativ spät erhalten. Ja, gut. Es gibt natürlich eine unüberschaubare Zahl von sonstigen Stipendienmöglichkeiten. Einen guten Überblick bietet die Stipendiendatenbank des Deutschen Akademischen Austauschdienstes. Das ist der Deutsche Akademische Austauschdienst. Ich denke, Sie haben schon mal davon gehört, ist die weltweit größte Förderorganisation für internationalen Studierendenaustausch und Wissenschaftleraustausch. Also Sie finden in der Stipendiendatenbank des DAAD weit über 250 Programme zur Förderung von internationaler Mobilität. Es gibt die Kampagne des DAAD Studieren weltweit. Da kann man sich auch schon mal einen guten Überblick verschaffen. Also ich kann Ihnen nur empfehlen, sich auch auf den Seiten des DAAD nochmal dazu umzuschauen. Natürlich können Sie bei mir eine Erstberatung erhalten zu den Stipendien, aber wenn es dann zum Beispiel um das Stipendium HAW International geht, da gibt es Kolleginnen beim DAAD, die direkt nur für dieses Stipendium zuständig sind. Dort können Sie dann eine umfangreiche Beratung zum Thema, wie bewerbe ich mich, welche Unterlagen muss ich einreichen, erhalten. Genau. Ich empfehle unseren Studierenden immer, sich auch durchaus nochmal mit dem Gedanken zu befassen, ob es Sinn macht, ein Auslands-BAföG zu beantragen, da das Auslands-BAföG sich einerseits natürlich zusammensetzt aus den Zuschuss für die Lebenshaltungskosten vor Ort und
es gibt aber auch beim Auslands-BAföG einen Zuschlag zu den Studiengebühren. Dieser muss auch später nicht zurückgezahlt werden. Das ist auch immer noch mal wichtig zu wissen. Das Auslands-BAföG ist ganz normal wie Inlands-BAföG, zur Hälfte als Zuschuss und zur Hälfte als zinsloses Staatsdarlehen erhältlich. Die Studiengebühren müssen nicht zurückgezahlt werden, die es über das Auslands-BAföG gibt. Also wie gesagt, empfehlen würde ich, sich immer noch mal vorher mit dem Gedanken zu beschäftigen und auch noch mal beim jeweiligen zuständigen Studentenwerk anzufragen, ob es nicht doch Sinn macht, Auslands-BAföG zu beantragen, gerade wenn man an eine Hochschule in den USA, in Kanada, in Neuseeland geht, wo es doch zwischen 3.000 und 4.000 Euro pro Semester um Studiengebühren geht, macht es durchaus Sinn, sich nochmal zu erkundigen, ob ich nicht Auslands-BAföG berechtigt bin an der Stelle. Genau, so, jetzt habe ich schon die ganze Zeit vom International Office geredet. Also meine Person arbeitet im International Office. Ich bin für die Beratung der Studierendenmobilität vorrangig zuständig und meine Chefin, die Leiterin des International Office, die Frau Langhammer, kann Ihnen natürlich auch zur Verfügung stehen als Ansprechpartnerin. Sie finden uns auf der Albert-Schweitzer-Straße. Das würde ich Ihnen dann ganz am Ende nochmal einblenden, unsere Kontaktdaten, damit Sie auch zielsicher zu uns gelangen, wenn wir dann wieder persönlich für Sie da sein können als Ansprechpartner. Ja, natürlich können Sie auch unsere Website zu Rate ziehen. Sie finden unter Internet, also unter unserer Hochschule-Homepage, den Reiter Internationales, finden Sie dann Informationen, die Sie benötigen für Outgoing-Studierende, haben Sie hier in der linken Spalte das Fenster Outgoing-Studierende, dort klicken Sie dann drauf. Dann haben Sie hier die Verlinkungen Studium im Ausland, Praktikum im Ausland, das haben Sie auch hier unten da nochmal. Da können Sie nochmal draufklicken und können sich nochmal Erfahrungsberichte durchlesen von Studierenden, die schon an verschiedensten Hochschulen in aller Welt waren. Das ist immer ein ganz guter Einstieg, wenn man sich mit dem Thema Auslandsaufenthalt beschäftigt, um einfach mal zu schauen, was haben denn andere vor mir schon für Erfahrungen gesammelt im Ausland. Dann empfiehlt es sich immer erstmal quer zu lesen und vielleicht kommt man auch noch auf die ein oder andere Idee, wie wir es vorhin schon beim Tobias Bensch gehört haben. Wenn es mit der einen Hochschule nichts wird, vielleicht probiere ich einfach mal was vielleicht noch nicht im Fokus lag, aber was andere als sehr gut beschrieben haben in ihrem Erfahrungsbericht. Würde ich Ihnen ans Herz legen, da mal zu schmökern. Genau, unsere Website bietet auch ein Suchportal anhand unserer Move-On-Datenbank. Das ist eine Datenbank, die für alle Hochschulen innerhalb der EU zur Verfügung steht, wo Sie dann hier in dieser Suchmaske auch eingeben können, wenn Sie eine konkrete Partnerhochschule schon haben, können Sie den Namen hier eingeben und schauen, in welchen Bereichen wir dort Kooperationsverträge haben, beziehungsweise geben Sie hier einen Studiengang ein. Oder wenn Sie ein bestimmtes Wunschland haben, geben Sie hier das Land ein und dann können Sie hier auf diese Suchoption klicken und bekommen hier unten alle Hochschulen ausgeworfen, mit denen wir in diesem Bereich Kooperationsverträge haben. Wie gesagt, ich habe Ihnen das hier nur mal exemplarisch mitgebracht. Sie können das gerne für sich selbst mit Ihren Interessenschwerpunkten einfach mal durchprobieren und finden da zumindest erste Anhaltspunkte, mit denen Sie dann bei uns nähere Informationen erfragen können. Natürlich unser CosmoX-Projekt, immer auch ein guter Ansprechpartner mit der Website, mit den Beiträgen auf Social-Media-Kanälen, immer nah am Puls der Zeit mit aktuellen Beiträgen rund um das Thema Auslandsaufenthalt, würde ich Ihnen auch wärmstens nochmal empfehlen, um sich da Informationen einzuholen, wo es denn vielleicht perspektivisch mal hingehen kann. Natürlich besteht auch die Möglichkeit, in Mittweida internationale Erfahrungen zu sammeln. Also wir haben einmal unseren Cosmo Club, auf den die Luise vor uns schon eingegangen ist und uns schon mal vorgestellt hat, was der Cosmopolitan Club der Hochschule Mittweida alles bietet. Wir haben, wie wir auch im Interview mit Amelie aus Straßburg schon gehört haben, unser Buddy-Programm, wo man sich einbringen kann zur Betreuung internationaler Studierender, die hier bei uns an der Hochschule studieren.
Das läuft über uns, das Buddy Program. Wenn Sie daran Interesse haben, wenden Sie sich auch gern an mich. Sie können an unserem Institut für Kompetenz, Kommunikation und Sprachen verschiedene Sprachkurse in Vorbereitung auf einen Auslandsstudienaufenthalt oder beziehungsweise Praktikaaufenthalt absolvieren und auch interkulturelle Trainings. Und wir haben es auch von Dr. Süß schon mal gehört, es gibt das Zertifikat interkulturelle Kompetenz, was man natürlich gut seinen Bewerbungsunterlagen beifügen kann und auch anhand dessen nachweisen kann, ich habe mich engagiert für internationale Studierende, ich habe schon Erfahrungen in dem Bereich gesammelt. Wenn es vielleicht im Rahmen des Studiums nicht mit einem Auslandsaufenthalt geklappt hat, dann kann man aber hier dieses Zertifikat interkulturelle Kompetenz gut nutzen, um es seiner Bewerbung beizufügen und nachzuweisen. Ich habe mich auch mit dem Thema internationale Erfahrungen beschäftigt und habe internationale Kompetenzen gesucht und gefunden. So, ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Möchte noch kurz hier meine Kontaktdaten einblenden. Sie können mich derzeit telefonisch in meinen Sprechzeiten erreichen. Ich bin Montag von 10 bis 11 definitiv zu erreichen und Dienstag bis Donnerstag 13 bis 15 Uhr. Da brauchen Sie auch keinen Termin vereinbaren. Da versuchen Sie einfach, mich anzurufen. Wenn ich nicht rangehe, ist gerade leider besetzt, aber ansonsten bin ich in dieser Zeit frei für Anfragen aller Art. Und wenn Ihnen diese Gesprächszeiten nicht passen, dann schreiben Sie mir einfach eine E-Mail oder schreiben Sie mir am besten eine E-Mail und vereinbaren einen Termin, wenn es denn bei Ihnen passen könnte, mit einer telefonischen Beratung. Ich biete natürlich auch Zoom-Beratungen an. Natürlich können Sie sehr gerne auch das Medium Zoom nutzen, um mit mir in Verbindung zu treten. Da würden wir dann auch per E-Mail einen Termin finden und würden uns dann per Zoom sehen zur Beratung. Gut. Ich bedanke mich jetzt erstmal für die Aufmerksamkeit und würde mich freuen, wenn ich den einen oder die andere im International Office zum Thema Auslandsaufenthalt beraten kann und sie entsenden kann an unsere Partneruniversitäten. Vielen Dank. Tschüss. Vielen Dank, Ulrike. Und ich bin mir sicher, jetzt haben unsere Zuschauer einen sehr guten Überblick über all die verschiedenen Möglichkeiten. Und bevor wir uns dann auch gleich im Q&A euren Fragen widmen werden, möchten wir uns selbstverständlich noch bei all denjenigen bedanken, die dieses Projekt auch unter diesen sehr besonderen Umständen erst möglich gemacht haben. Genau. An erster Stelle möchten wir uns dafür bei Frau Professorin Huhle und Frau Worps-Reichenbach stellvertretend für das International Office bedanken, die uns wirklich von erster Sekunde an mit Rat und Tat in diesem Projekt beiseite standen. Des Weiteren gilt unser Dank auch Axel Dietze vom eSports Science Lab, der uns ganz geduldig im ISSL für Social Media hat drehen lassen. Und last but definitely not least gilt unser Dank natürlich auch unserem gesamten CosmoX-Team und allen Darstellenden. Es war wirklich eine super familiäre Atmosphäre, die gesamte Kampagne über. Und ja, es gab nicht viel, das so gelaufen ist, wie wir es uns gewünscht hätten. Aber trotzdem habt ihr jedes Mal aufs Neue so viel Mühe und Motivation in jede Aufgabe gesteckt, als wäre es nicht schon die 5. Corona-freundliche Alternative gewesen. Genau, dem kann ich mich nur anschließen, aber Colleen, damit dürfte nun aber auch alles gesagt sein und wir widmen uns jetzt euren zahlreichen Fragen um das Auslandssemester. Den Link für das Zoom-Meeting findet ihr, wie gesagt, unten in der Videobeschreibung oder auf unseren Social-Media-Kanälen. Bis 21 Uhr werden wir für euch da sein und euch euren Fragen widmen. Wir freuen uns auf euch. Bis gleich. Bis gleich.